Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Unify Controller einen Access Point anbinden könnt. Wir haben zunächst einmal den Part beim iPhone selbst, das heißt, ihr geht dort einfach in die Unify App rein und wenn ihr angemeldet seid, kennt ihr den Access Point automatisch per Bluetooth. Wichtig ist, das haben nur die neuen Access Points. Ihr seht schon, da steht nämlich nah, warten auf Erkennung. Darüber könnt ihr den jetzt hinzufügen. Ist an sich auch recht einfach. Dort muss auch der Controller nicht im gleichen Netz sein. Oder ihr sucht ihn über den Controller selbst. Wenn er im gleichen Netz ist, dann findet ihr ihn auch. Oder halt jetzt hier über Bluetooth. Und ich zeige euch jetzt gleich noch die Variante manuell über den PC. Also beziehungsweise über PuTTY bzw. SSH. Ich würde ihn jetzt einmal nicht hinzufügen hierüber, sondern dann ganz normal über SSH hinzufügen. Wir sind gleich am PC. So, wir sind jetzt nun wieder am PC, beziehungsweise wir sind jetzt am PC und ich würde euch es diesmal zeigen, wie ihr es per SSH bzw. PuTTY anbinden könnt. Wir gehen wie folgt vor. Wir machen erstmal kurz einen Netzwerkscan, damit wir erkennen oder herausfinden, welche IP-Adresse der Access Point hat. Das kann jetzt ein bisschen dauern, er macht kurz einen Scan. In dem Fall sind halt alle Geräte aus, weil die ursprünglich verbunden waren mit dem alten WLAN. Und da ist die MAC-Adress-Tabelle noch nicht wieder bereinigt. Genau, drücken wir mal weg. Genau, ich kann auch parallel nochmal schauen. Auf der Rückseite vom Access Point steht auch die MAC-Adresse drauf. Das ist I hier am Ende, B6F. Das heißt, jetzt können wir einmal uns kurz auf den Access Point aufschalten. Wir gehen wie folgt vor. Wir nehmen PuTTY, geben dann die IP-Adresse vom Access Point ein. Das wäre in dem Fall die 210.51. 192.168.210.51. Open. Dann einmal Accept. Der Default Login ist UBNT und UBNT. Dann seht ihr schon, wir sind angemeldet und wir sind angemeldet auf dem Unify U6 LR. Parallel zeige ich euch gerade kurz die Oberfläche. Ihr seht, aktuell taucht kein Access Point auf. Wenn ihr den im gleichen Netz habt wie den Access Point, taucht er automatisch auf oder wie eben schon beschrieben, einmal mit dem Handy. Geht aber auch nur bei den neueren Access Points, wenn ihr die ältere Generation habt wie AC Long Range, AC Pro und sowas, die haben diese Funktion noch nicht. Das hat erst die neueste Generation. So, wir gehen einmal kurz weg. Nun geben wir den Befehl ein, den packe ich euch unten auch rein. Der ist natürlich bei euch anders als bei mir. Das ist in dem Fall z-info http://. Dann kommt die IP-Adresse oder der DNS-Name. Ich schreibe einfach mal testweise jetzt 1.1.1.1 Doppelpunkt 8080/inform. In dem Fall müsst ihr das genauso eingeben und er würde dann auftauchen. Ich gebe jetzt nochmal die richtigen Daten ein und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt den Befehl ausgeführt und ihr könnt jetzt schon sehen, der Teller taucht auf und ihr könnt ihn direkt einbinden. Ich gehe nochmal auf Schließen. So, der wird jetzt gerade einmal adoptiert. Adoptiert ist es in Englisch, also adopt oder einbinden im Deutschen. Das kann jetzt je nachdem ein bisschen dauern. Dann wird er auch direkt provisioniert und bekommt das WLAN angezeigt bzw. WLAN erstellt. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Das habe ich hier einmal eingerichtet unter Einstellungen. Unter Drahtlosnetzwerke habe ich schon mal das WLAN konfiguriert. Und das sollte gleich auch zugewiesen werden, dem Access Point. Wir gehen nochmal kurz zurück. Dann dauert das jetzt je nach ja, kann bis zu 5 Minuten dauern. Ich ändere gerade nochmal die Ansicht auf den Part hier. Jetzt sehen wir auch direkt die Laufzeit, wie viele Geräte später verbunden sind und die IP-Adresse vom Access Point selbst. Theoretisch könntet ihr jetzt auch die Access Points in bestimmte VLANs packen und vieles mehr.
Da ich leider aktuell keinen Switch habe, kann ich das leider nicht ausprobieren, werde ich aber später machen, wenn ich einen Switch habe, damit ich einfach mal gucke, dass zum Beispiel die Access Point in einem Extranetz sind, Tagnetz und den ganzen Kram, aber das werden wir uns dann anschauen. So, jetzt wird er noch provisioniert, das heißt, jetzt bekommt er die SSID und das Kennwort zugewiesen. In dem Moment könnt ihr nämlich auch schon das Gerät umbenennen. In meinem Fall wird es der Flur sein. Einmal auf Speichern. Ihr könnt auch noch viele andere Sachen einstellen, das ist aber in unserem Fall erstmal irrelevant. Standardmäßig konfigurieren die Access Points sich auch so, dass sie auch kabellos funktionieren. Das heißt, wenn ihr einen Access Point habt, der per Kabel angebunden ist und auch Netzwerk, also Internet hat, könnt ihr die anderen einfach über PoE-Injektoren betreiben. Als Beispiel, ihr nehmt einen Injektor, den steckt in die Steckdose und anstatt zwei Kabel reinzustecken, steckt ihr nur ein Kabel rein und packt ihn zum Beispiel dann in die Decke rein, falls ihr oben kein Netzwerkkabel liegen habt. So, dauert noch ein bisschen und dann kann ich es euch gleich unten in der Ecke am PC zeigen. Dann sollte nämlich gleich das WLAN auftauchen. So, hier seht ihr schon, Geräte sind verbunden, ein Gerät ist verbunden, können wir mal nachschauen welches. In dem Fall mein Saugroboter. Jetzt aktiviere ich es einmal wieder bei meinem Handy und dann sollte er eigentlich automatisch wieder verbinden. Ich habe einfach die gleiche SSID und Kennwort genommen, wie vorher die Fritzbox hatte. Somit müsst ihr nicht an jedem Gerät das neu verbinden. So, die Glotze taucht auf und nach verbinden sich die Geräte wieder neu. Ähm, man hat dann halt ganz normal eine Liste von den Endgeräten, wo man auch sieht, wie viel die übertragen, welcher Access Point. In meinem Fall habe ich nur einen, weil ich habe halt eine Wohnung und habe dann einen WLAN-Teller einfach in der Mitte von der Etage und das reicht vollkommen aus. Genau, die verbinden sich dann und bekommen ganz normal IP-Adressen. Da könnt ihr natürlich auch VLANs zuweisen für die einzelnen WLAN-SSIDs. Das habe ich aber schon mal in einem anderen Video erstellt, wie wenn man WLAN anlegt und den ganzen Kram. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch freund. Dankeschön.